Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung der deutschen Infanteristen der 6. Armee am Mamajew-Hügel von Hobbyboss im Maßstab 1:35. Bei diesem Figurensatz handelt es sich um einen alten Bekannten. Die Figuren stammen nämlich gar nicht von Hobbyboss ursprünglich, sondern wurden 2006 von TriStar auf den Markt gebracht. Den Hersteller TriStar gibt es schon seit einigen Jahren nicht mehr. Finde ich sehr schade, denn die hatten wirklich ein paar tolle Bausätze im Programm. Zum Glück hat Hobbyboss sich die Spritzwerkzeuge unter den Nagel gerissen und bringt die Bausätze nach und nach wieder auf den Markt. Das finde ich wirklich prima, weil da sind echt ein paar Spitzenbausätze dabei, wie etwa die Panzer 38T-Reihe oder auch einige frühe Varianten des Panzer IV. Und das alles ist dann auch für recht moderate Preise zu bekommen. Zu den neuesten ehemaligen TriStar-Bausätzen, die Hobbyboss wieder auf den Markt gebracht hat, gehören auch einige Figurensets, wie dieses hier. Wir bekommen hier 4 angreifende deutsche Infanteristen. Der geschichtliche Hintergrund dieses Sets sollen die Kämpfe rund um den Mamajew-Hügel in Stalingrad im Herbst 1942 sein. Dieser Hügel liegt zwischen dem nördlichen und südlichen Teil der Stadt und war von großer strategischer Bedeutung. Dementsprechend hart wurde dieser Hügel dann auch über Wochen hinweg umkämpft. Diese Kämpfe gehören wohl zu den furchtbarsten des Zweiten Weltkriegs und sind durchaus vergleichbar mit den Kampfverhältnissen, wie man sie sonst nur aus den großen Schlachten des Ersten Weltkriegs kennt. Heute steht auf diesem Hügel eine ganze Sammlung von Heldengedenkstätten und Statuen. Bei solchen Dingen war man in der Sowjetunion und ist auch heute noch in Russland nie sparsam gewesen. Grundsätzlich sind diese Figuren in diesem Set aber mehr oder weniger universell einsetzbar. Die Uniformen und die Ausrüstung passen sehr gut in die Jahre 1939 bis 1943. Daher ist es vielleicht ein bisschen dick aufgetragen, wenn man das Set ausgerechnet mit dem Mamajew-Hügel betitelt. Schauen wir uns jetzt mal an, was der Bausatz so zu bieten hat. Auf der Rückseite der Schachtel haben wir eine Bauanleitung, ja, recht rudimentär, aber für solche Figuren auf jeden Fall mehr als ausreichend. Der Zusammenbau ist ja eigentlich mehr oder weniger selbsterklärend. Ja, aber sollten dennoch irgendwelche Unklarheiten bestehen, kann man hier durchaus noch ein paar Informationen finden. Ja. Hier unten haben wir dann noch eine Farbtabelle, die bezieht sich auf mehrere Hersteller, nämlich Mr. Hobby, Acrysion, kenne ich nicht den Hersteller, Vallejo, Model Master, Tamiya und Humbrol. Das ist doch mal eine schöne Auswahl. Wobei ich denke, dass die meisten Modellbauer durchaus ihr eigenes Patentrezept haben für die Bemalung von solchen Figuren. Ja, die Schachtel an sich hat das typische Format, wie man das so gewohnt ist. Öffnet hier an der Seite, so wie wir das mögen. Und innen drin finden wir dann einen Spritzling, der auch nochmal hier in Folie eingeschweißt ist. Ja, also ich denke, das ist eine vernünftige Verpackung. Die Schachtel ist jetzt nicht die stabilste, aber auch nicht die lausigste. Also von dem her passt es schon. Gut, schauen wir uns die Bauteile näher an. Hier haben wir die erste Figur. Das sind die Bauteile mit dem Präfix A. Das steht für diesen rennenden Infanterist mit dem K98K. Wie man sehen kann, die Aufteilung der Bauteile ist ganz klassisch. Ja, Oberkörper, Kopf, Arme, Beine und dann eben noch ein paar Einzelteile für die Ausrüstung. Ja, also was mir da schon mal gleich auffällt, positiv ist, dass wir hier an den Stiefeln eine sehr schön detaillierte Sohle haben, wo man dann auch hier diese Nägel erkennen kann. Also diese Stiefelsohlen waren genagelt bei der Infanterie und das ist so ein Detail, was andere Hersteller oft weglassen und vereinfachen. Hier ist es komplett dargestellt. Das ist schon mal ein schöner Bonus. Ja, dann das Gesicht. Ein bisschen neutral der Gesichtsausdruck, aber detailmäßig auf jeden Fall schön. Ja, bisschen Gussgrades dran, aber nichts Dramatisches. Die Uniform ist auch sehr schön detailliert und man kann auch alle Details genau und scharf erkennen, wie zum Beispiel hier den Y-Riemen, Koppel, auch die Knöpfe und Abzeichen.
das ist immer so ein Punkt bei anderen Herstellern, ist es manchmal ein bisschen schwammig detailliert. Bei Dragon zum Beispiel. Ich mag Dragon-Figuren sehr gern, aber bei diesen Dingen ist es manchmal ein bisschen weich detailliert. Ja, auch die Hände sind schön. Bisschen Grades dran. Aber nichts Weltbewegendes. Ja, und dann die Ausrüstungsgegenstände, Brotbeutel, Spaten, Gasmaskenbehälter und so. Ja, das schaut ganz gut aus. Die Bauteile haben nicht zu viele Verbindungspunkte zum Spritzling. Ja, der Helm, ja, von der Form her ist der eigentlich ganz schön. Bisschen Fischhaut hier vorne, kann man vorsichtig abschleifen. Ja, hier diese Verbindung zum Spritzling ist natürlich ein bisschen kritisch, weil es halt sehr dünn ist und man da auch leicht den Helm beschädigen kann. Aber ich denke, damit können wir leben. Das ist, glaube ich, im Rahmen. Und dann haben wir hier noch den K98. Ja, der sieht auch ganz anständig aus. Ja, mittlerweile so Infanteriewaffen bekommen die Hersteller eigentlich ganz gut hin. Die nächste Figur mit dem Präfix B stellt den rennenden MG-Schützen dar. Ja, auch hier haben wir wieder die genagelte Sohle. Das haben alle Figuren, brauche ich nicht nochmal erwähnen. Hier haben wir auch mal, glaube ich, eine gute Gelegenheit, hier diese Details der Uniform zu würdigen. Mit den ganzen Falten hier, das sieht schon wirklich sehr überzeugend aus. Sehr natürlich der Faltenwurf und ja, kann man auf jeden Fall auch schön bemalen später. Ja, auch hier feine Details. Bei so Figuren ist es wirklich wichtig, dass die Details scharf abgesetzt sind, weil da tut man sich dann bei der Bemalung doch deutlich leichter am Ende, weil man da einfach weniger mit der Farbe zaubern muss oder schattieren muss. Wenn die Form das Ganze schon vorgibt, ist es einfach ein bisschen leichter, das dann eben mit dem Pinsel sozusagen auszumalen. Ja, auch hier das Gesicht. Bisschen neutral, aber schön detailliert. Die zusammengerollte Zeltplane, ja, ist okay, kann man so lassen. Gasmaskenbüchse und die Hände wieder, auch fein detailliert hier mit diesen Durchbrüchen. Ja, ein bisschen Grat ist schon vorhanden, wie man das halt auch so gewöhnt ist bei solchen Figuren, das ist normal. Aber ich würde sagen, im Vergleich zu anderen Figuren ein bisschen weniger, als man es vielleicht so kennt. Ja, hübsche Figur. Also TriStar hat auch ein paar Figurensets gemacht, die mir nicht so gefallen haben. Vor allem diese frühe Panzerbesatzung mit dem Barett, die fand ich eher mittelmäßig, aber die haben dann später noch ein bisschen nachgelegt und wirklich wunderschöne Figuren herausgebracht. Und ich finde es echt cool, dass die wieder erhältlich sind durch Hobbyboss. Die nächste Figur stellt diesen liegenden MP40-Schützen dar, wie er da so in Lauerstellung sich befindet. Ist auch eine ganz interessante Pose, wie der da so am Hang liegt. Bekommt man jetzt, glaube ich, von einem anderen Hersteller so nicht. Ja, hier mal die Hände, sehen auch wieder sehr, sehr schön aus. Filigran und ja, schön ausgeformt. Da sind keine Fischhäute dazwischen. Nur ein bisschen Grat, wo halt eben durch die Gussform eben entsteht, oder Spritzform eigentlich. Ja, MP40 sieht auch sehr hübsch aus hier. Abzug klar erkennbar und auch andere Details. Die Schulterstütze ist hier eingeklappt. Ja, Dragon zum Beispiel gibt die Schulterstütze immer als separates Teil, dann kann man es positionieren, wie man will. Ja,
ist jetzt aber nicht so schlimm, wenn das hier schon angegossen ist. Und hier noch von der vorherigen Figur des MG42. Finde ich auch ganz hübsch. Die Mündung ist zwar geschlossen, kann man aber leicht aufbohren. Und ansonsten detailmäßig kann sich das schon sehen lassen. Ja. Schaut doch ganz hübsch aus. Also es ist auch nicht so viel zum Versäubern hier. Das begrüße ich natürlich auch. Ich mag es immer nicht so gern, wenn ich, sag ich mal, nur so Rohteile bekomme, wo ich dann die Figur mir irgendwie so herausfeilen darf. Also das ist hier schon ziemlich pflegeleicht und zeigt sich auf hohem Niveau. Und dann die vierte und letzte Figur. Das ist der liegende MP40-Schütze, der gerade seine Kameraden heranwinkt. Ja, da ist auch der Kopf ein bisschen ausdrucksstärker, der Mund ist geöffnet, also der ruft gerade irgendwas. Ja, hier dann winkt er seine Kameraden heran. Ich finde, da können wir uns auch nochmal hier die Details der Uniform ein bisschen näher anschauen. Also das ist alles sehr scharf abgesetzt. Jeder Hemdknopf ist zu sehen. Finde ich wirklich sehr, sehr hübsch. Und natürlich auch keine groben Mängel erkennbar, wie ja, Sinkstellen oder so. Bisschen ja, gerade wie es halt immer hat, durch die Gussform, aber davon abgesehen ist es wirklich sehr pflegeleicht und schön gemacht. Ja, über die Helme, wie gesagt, kann man ein bisschen streiten. Ja, ich finde die Art und Weise, wie das hier befestigt ist, nicht optimal, aber ich denke, damit kann man arbeiten. Also ist nicht so schlimm. So mancher Modellbauer beschwert sich gern über diese Reboxings. Hier haben wir mal ein Beispiel, wo man sehen kann, dass das Ganze durchaus seinen Sinn hat. Der Hersteller TriStar ist schon seit vielen Jahren nicht mehr im Geschäft. Was soll dann mit den Spritzformen passieren? Sollen die verschrottet werden oder was? Da finde ich es schon gut, dass andere Hersteller hergehen und eben diese Spritzformen aufkaufen und diese ja, tollen Bausätze wieder auf den Markt bringen. TriStar hat seinerzeit ein paar sehr schöne Figurenbausätze herausgebracht und dass das Hobbyboss hier weiterführt, finde ich echt spitze. Und wie ihr sehen konntet, das Ganze ist qualitativ auf sehr hohem Niveau. Also ich habe an diesen Figuren absolut nichts auszusetzen. Für Plastikfiguren sind die wirklich hervorragend. Man könnte das Ganze natürlich noch ein bisschen verbessern, indem man ja, schönere Köpfe verwendet, zum Beispiel von Hornet oder so. Aber ja, davon abgesehen sehe ich hier eigentlich wenig Möglichkeiten, das Ganze detailmäßig noch zu steigern. Das Einzige, was man vielleicht bemängeln könnte, ist, dass jetzt im Vergleich zu anderen Herstellern, zum Beispiel Masterbox oder ICM, ein bisschen wenig Zubehör beiliegt. Also wir bekommen hier wirklich nur einen Spritzling und der ist zu verwenden. Bei ICM oder Masterbox ist meistens noch ein zweiter Spritzling dabei, wo nur Ausrüstungsgegenstände dran sind. Und zwar viel mehr, als man eigentlich braucht, um die Figuren ja, auszustatten. Das bedeutet, dass man dann immer ja, reichlich Zubehörteile hat, die man für andere Sachen verwenden kann. Hier ja, bekommen wir das nicht. Das ist so der einzige kleine Knackpunkt, den ich hier vielleicht erwähnen kann. Trotzdem ist das Ganze eine sehr schöne und solide Sache und auch der Preis ist recht angenehm. Das Figurenset rangiert hierzulande zwischen 8 und 10 Euro. Und das finde ich ist ein absolut fairer Preis für das Gebotene. Da braucht man nicht zu zögern. Da das Figurenset erst kürzlich wieder auf den Markt gekommen ist, sollte das jetzt für ja, die nächsten Monate auf jeden Fall ja, gut verfügbar sein. Wie es dann in 1, 2, 3 Jahren aussieht, wird man sehen, ob die Figuren dann wieder sag ich mal, eher in der Versenkung verschwunden sind. Aber ich sag mal, bis auf Weiteres sind die ganz gut zu bekommen. Und wie gesagt, auch preislich sind sie ziemlich attraktiv. Gut, soviel zu diesem Figurensatz. Ich hoffe, euch hat die Bausatzbesprechung gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hammika Barkas.